Du bist das mächtigste Wesen auf der Welt, weil du alles bist. Herzlich willkommen. Vielleicht fragst du dich, warum ich immer betone, dass es wichtig ist, die Gedanken beobachten zu können. Das ist deshalb wichtig, weil es der Anfang ist, der Anfang eines erfolgreichen spirituellen Weges. Es geht ja nicht darum, dass wir der beste Beobachter unserer Gedanken werden. Es geht darum, zu erkennen, was wir in Wahrheit sind. Es geht darum, zu erkennen, dass du ein unsterbliches Wesen bist oder das eine Wesen, was überhaupt nicht existiert. Es geht darum, Ruhe und Frieden und Gelassenheit in das menschliche Dasein hier hineinzubringen. Das geht nur, wenn du dich von diesem ich-behafteten Gedankensalat entfernen kannst. Und dann irgendwann erkennst du das Unfassbare, das fast Unglaubliche, dass du das göttliche Selbst bist. Das gilt es zu akzeptieren, auch das ist noch ein gewisser Schritt, ein gewisser Hügel, über den man hinüberschreiten muss. Da kommen dann so alte Abwehrmuster hoch oder alte christliche Glaubensmuster. Dann haben wir manchmal so etwas wie ein religiöses Trauma. Da kollidiert dann klare Spiritualität, die Macht der Selbsterkenntnis, also die Kraft, die du selber hast, zu erkennen, was du in Wahrheit bist, ohne Kirchenmänner, ohne Mittelsmänner, ohne Kirchen, ohne religiöse Überbauten, kollidiert dann mit der religiösen Lehre, die du dir vielleicht schon seit Jahrzehnten reingezogen hast oder die dir reingedrückt wurde. Es ist absolut wichtig zu erkennen, was du bist, damit du zu einem wirklich erfüllten Leben hier kommst, denn sonst lebst du immer wieder in Angst. Du bist Gott selbst. Natürlich nicht als Mann mit Bart, das ist nur ein Wort mit 4 Buchstaben, ein starkes Symbol, G-O-T-T, das können wir auch ganz anders nennen, das Unbenennbare, das Tao, das Sein, das Bewusstsein, was auch immer. Spielt keine Rolle. Das bist du selbst. Sei still und wisse, ich bin Gott. Das ist ein sehr kraftvoller Ausspruch und da steckt eine tiefe Wahrheit drin, sogar die tiefste. Und natürlich sind wir hier als Mensch begrenzt. Vollkommen klar. Das sage ich immer wieder. Wir haben hier keine Superkräfte und fragen uns manchmal, was soll der ganze Kram? Und wenn ich göttlich bin, warum kann ich nicht mit einem Fingerschnipp hier alles ändern? Das ist Absicht, mein liebes Sein. Das hast du dir selbst so, ich hätte fast gesagt, eingebrockt. Das hast du dir selbst ausgedacht, hast das aber vergessen. Das ist ja genau das Spiel, das hier läuft. Ich verpacke mich in eine möglichst komplizierte Figur, jetzt hier als Menschenform, und glaube daran, dass ich nur die kleine Menschenform bin. So läuft das Spiel. Und das fängt am besten damit an, die Gedanken zu beobachten, weil du denkst ja vielleicht dort immer noch ich. Sehr egozentrisch, sehr egoman, auch wenn du heilige Gedanken denkst, in Anführungsstrichen. Es ist ich behaftet. Ich kann das nicht, ich bin zu gut, ich bin zu schlecht, ich werde nie erwachen, ich werde es nicht schaffen, ich bin noch nicht so weit und so weiter. Das ist ein Gedankensatz, der in deinem Gewahrsein auftaucht. Es ist Buchstabensalat. Erkenne dies doch bitte. Es ist nicht mehr als Gequake im Gewahrsein, das du selbst erfunden hast. Ein Lautsprecher mit Störgeräuschen, den du abstellen kannst. Mit genug geistiger Disziplin natürlich. Mit Übung, dann wird still und dann kommt hoch die Erkenntnis, die nicht plaudert, was du in Wahrheit bist. Darum ist es so wichtig, die Gedanken als ersten Schritt beobachten zu können, damit du merkst, aha, hier sind die Gedanken und hier bin ich. Und selbst das, ich, diese Stille, braucht natürlich nicht benannt zu werden, weil sonst haben wir das doppelte Lottchen, dann spaltet sich das Ich in 2 Persönlichkeiten auf, nämlich die eine Persönlichkeit, die dann durchschaut wurde, die erkannt wurde, und dann gibt es ein weiteres Ego, das plötzlich entsteht, das sagt, aha, ich habe sie erkannt, ich kann jetzt meine Gedanken beobachten. Nicht erkennend, dass es wieder nur ein Gedanke ist, der dir, liebes Sein, einplaudert, du zu sein. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Wenn nicht, spul zurück und hörst dir nochmal an. Ein Ich kann keine Gedanken beobachten. Du, das Stille, beobachtest alle Gedanken, wo ICH drin vorkommt. So einfach ist das. Es geht darum, zu einem gelassenen, friedvollen, angstfreien Leben herzukommen, als Mensch, zu wissen, ohne dass das jemand gesagt hat, ohne dass du hier diese Worte hören musst, ohne dass du Bücher lesen musst, zu wissen, dass wenn der Körper zerfällt, und das wird irgendwann passieren, das kann ich dir garantieren, dass du weiter existierst, wie und als was auch immer. Du bist unsterblich und das Ganze besteht nur hier aus reinster Liebe, auch wenn es ganz anders aussieht. Deshalb machen wir das hier. Das kannst du nicht überspringen. Du bist das mächtigste Wesen auf der Welt, weil du alles bist.
Sämtliche Erkenntnisse sprudeln aus einem Menschen hervor und nicht aus einer fernen Schrift oder die dir fern scheint. Die sind weiser als ich, die sind älter als ich, die haben ganz viele Bücher geschrieben und gelesen, die sind spiritueller als ich, die können mir sagen, wo es lang geht, die wissen's. Nein, die haben auch Selbsterkenntnis und deshalb wissen sie es vielleicht, wenn es gute Schreiber sind, gute Autoren. Die Erkenntnis kommt immer aus dem Menschen. Neulich hat jemand mal kommentiert, wieso willst du es besser wissen als Vater Shiva? Da ist ja vollkommen klar, dass der Kommentator immer noch in absoluter Trennung lebt und nicht erkannt hat, was er selbst in Wahrheit ist. Es gibt keine Trennung. Auch das erkennst du, wenn du deine Gedanken sehen kannst und das kleine getrennte Ich durchschaust, dann wirst du sehen, liebes Sein, dass Trennung nicht existiert. Also musst du, und das ist zwingende Logik, alles sein. Und dann brauchst du auf die einzelnen Wellen des Ozeans, der du komplett bist, keine trennende Etiketten aufzukleben. Der da, die da, der Gott, der Jesus, der Vater Shiva, bla bla bla, das alles das eine. Und so gesehen geht es nicht darum, was der Dirk Hessel sagt, es geht darum, zu erkennen, was du in Wahrheit bist, durch Selbsterforschung. Schau in dich hinein. Schau nicht mich an, schau in dich hinein. Du hast die Macht, weil du ein menschliches Wesen bist und alle Schriften sind aus menschlichen Wesen emporgequollen und aufgeschrieben worden. Das geht schon seit Jahrtausenden so. Bloß die Medien haben sich verändert. Fing es vielleicht an mit einer Keilschrift und einer Steintafel, gab es dann Pergamente, dann gab es den Buchdruck und jetzt gibt es vielleicht dein Tablet. Es ist alles dasselbe. Also habe doch die Erkenntnis und das Vertrauen, dass du auch eine gleichwertige und gleich kräftige, mächtige Welle im Ozean bist, die selbst durch stille Sitzen erkennen kann, was sie in Wahrheit ist, also deine wahre Natur. Ich glaube, jetzt weißt du, worauf ich hier hinaus will mit meinem ganzen Wirken und meiner ganzen Arbeit. Erkenne das Göttliche in dir, erkenne deine wahre, unfassbare Natur. Und das geht nicht mit dem Verstand. Dieses Ich-Laber-Ding darf endlich zur Seite treten. Es muss still sein, damit du sitzen kannst, damit du erfahren kannst, was du bist. Und halte es bitte aus, diese Stille. Vielleicht kommt der Plauderheini wieder und sagt, das ist zu langweilig, das bringt nichts. So einfach kann das nicht sein. Ich muss noch eine 8000 Seiten lange Schrift lesen. Nein, lieber Mensch, du bist natürlich auch als Mensch hier, das brauchst du nicht zu tun. Sei still, geh in dich hinein, habe das Vertrauen, dass du das auch kannst. Nicht noch ein Jahr Retreats, nicht noch 1000 Bücher kaufen, nicht noch dies und das, nicht jenes, du verzettelst dich. Du darfst natürlich dich gern verzetteln. Das ist ja vollkommen logisch, wenn du Lust hast, weiter zu spielen, im Kindergarten der Spiritualität, dann bleib da bitte stehen. Wenn du aber wirklich wissen willst, was du bist, wenn du erwachen willst, so nenne ich mal dieses, dann sei still und lass den Plauderheini endlich verstummen und vertraue darauf, dass du, liebes göttliches Sein, emporsteigst und dich selbst als das göttliche Sein erkennst. Und dann gehen wir wieder zurück natürlich vollkommen in die menschliche Hülle. Wir wollen hier nicht fliehen. Wir wollen als Mensch hier sein. Du willst als Mensch hier sein. Warum? Weil du schon als Mensch hier bist und dich auch als Mensch hier erschaffen hast. Das ist der Seinswille, der du bist. Das willst du so? Dann tu es so. Und wenn du glücklicher sein willst und zufriedener und einheitlicher dich fühlen willst, sei still. Deswegen erforschen wir zunächst die Gedanken. Es geht nur darum, den Deckel beiseite zu ziehen und das wirklich Tolle, das wirklich Unglaubliche, das Wichtigste, der große goldene Kern, der kommt erst dann. Aber irgendwo fangen wir an und ich helfe dir nur ein bisschen dabei, das zu durchschauen. Ich helfe dir vielleicht dabei, den Deckel zur Seite zu ziehen. Selbsterkenntnis, das kannst du selbst und da kann ich dir auch gar nicht bei helfen. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und viel Erfolg und viel Mut und Vertrauen, dass das klappt. Bis bald.